quasi nochmal. Ich komme dann nochmal. Ja? Ich komme nochmal. Keine Angst. Es muss doch nicht für immer sein. Und wenn die Intensität doch Hätten wir auch nicht gedacht, dass das immer aktueller wird. Es scheint, der Druck auf diesem Planeten wächst derartig, dass alle Leute auseinanderknallen, dass die Gehirne nicht mehr richtig arbeiten. Na klar, ich will zu viel. Ich bin delinquent again. Delinquent again. Wie kam es zu delinquent? Das ist ein uraltes, altmodisches deutsches Wort. Delinquent ist ja eigentlich so straffällig. Aber ich fand, es hat sich einfach so ergeben, weil Goldkind kam immer mit diesen Twang-Gitarren. Ich bin Ralf Goldkind, Delinquent der ersten Stunde. Ich bin nicht so eine Schreiberin, die irgendwie auf angebliche Bierdeckel irgendwas kritzelt. Ich reagiere auf die Musik und zum Teil habe ich dann einfach auf seine Gitarren direkt draufgesungen in meinem Studio. Ich habe nicht mal die Texte aufgeschrieben vorher, die mir so einfielen. Das ist dann, du sagst, ich will zu viel, ich bin delinquent again, delinquent again. Ich mochte nie akustische Gitarren, bis ich Rudi Nilsson traf. Der Mann hat einfach den Ton, Jahrhundert akustischer Gitarrist, Rudi hat sehr prägend zum Sound der Delinquent beigetragen. Du bist so extrem radikal. Genau, treib es auf die Spitze, treib es auf die Spitze. Jeden Tag ein bisschen mehr. Alle haben was davon, auch die, die überhaupt nichts davon haben möchten. Findest du das schick? Da ist ja die wunderbare Bettina Köster, die ich irre lange kenne von Malaria, aber richtig kennengelernt haben wir uns erst vor ein paar Jahren. Jedenfalls ist Bettina großartig und die ist Gastsängerin. Die sagt ja irgendwie, überrasch mich mal, ich will doch nur dein kleiner Affe sein. Überrasch mich mal im Sinne von, komm doch mal aus der Hütte mit irgendwas anderem außer Radikalität. Aber der Titel macht ja Laune, nicht wahr? Four on the Floor, radikal. Extrem radikal. Sick und shit. Fukushima, mon amour. Ich glaube, das heißt gar nicht Fukushima. Ich glaube, die japanischen Menschen, das heißt, glaube ich, Fukushima. Fukushima, mon amour. Keiner redet mehr von dir. Ich sah eine Grafik mit den japanischen Inseln und da war ein Punkt, da wo das Kraftwerk war. Und dann haben die da so kleine Wellen eingezeichnet, so kleine Halbkreise, die sich dann immer mehr über den Pazifik verbreiteten. Und das ist, was jetzt eigentlich gerade vor ein paar Wochen geschehen ist, dass dieses kontaminierte Wasser von den Kraftwerkbetreibern abgelassen wurde in den Pazifik. Genau das, was ich auf dieser kleinen Grafik gesehen habe, wie es sich dann ausbreiten würde. Diese Grafik, also dieser Satz, kleine Wellen, das ist ausgelöst durch dieses Bild und ich komme jetzt auch noch mal. Fukushima, mon amour. Alle haben dich verlassen. Ja, das sind sehr ernste Themen irgendwie. Ich freute mich eigentlich, das ist eigentlich die leichteste und lockerste Mon Amour-Platte, habe ich so gedacht. Aber wenn ich dann genau hingeguckt habe und vor dem heutigen Background ist, ja Leute, ist alles Schluss mit lustig. Besser ist es. Ich bin zu viel, ich bin zu viel, ich bin zu viel, ich bin zu viel. Ne? Ich komme einfach nochmal. Das ist doch unser Thema irgendwie. Ich komme dann nochmal mit der Delinquent nach vorne. Delinquent erscheint am 8. Dezember 2023 bei Cheesy Crust im Vertrieb von Broken Silence auf allen guten und schlechten Portalen und wohl auch in irgendeinem Schallplattenladen. Geht mal suchen, irgendwo wird sie vielleicht sein. Und enjoy Delinquent. Ich komme nochmal. Ich hab die Spitze.